Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück in dem wunderschönen Tonstudio, das ich hier eben stehen habe. Dana ist auch gerade eben aus ihrem Tiefschlaf aufgewacht. Aufgestanden gerade. Ja, wir sind frisch aus Berlin tatsächlich direkt ins Studio gefahren, waren noch nicht zu Hause. Wir haben gerade knappe 7 Stunden Fahrt hinter uns mit einem kleinen Päuschen. Ja, ich bin diesmal alles gefahren, aber haben wir uns das ja aufgeteilt. Butch hat währenddessen natürlich nur geschlafen, komplett durch. Das kann er einfach am besten, glaube ich. Und essen. Oh ja. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr konntet trotzdem die letzten Folgen alle so ein bisschen genießen, auch wenn die, sag ich mal, am Abend kamen und vielleicht ein bisschen anders aussahen als sonst. Ich hoffe, die Qualität war trotzdem da. Aber es kam trotzdem täglich immer noch ein K-Pop-Video. Also wir haben das trotzdem noch hingekriegt. Das war tatsächlich mit diesem straffen Terminplan tatsächlich so ein kleines bisschen kompliziert, aber ich denke... Ein bisschen knapp geworden manchmal, ein bisschen aber knapp, ja. Irgendwie hat es ja noch ein bisschen irgendwie geklappt. Ja, es hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Auf jeden Fall, vor allem auch mit dem Setup. Das war für mich auch tatsächlich das erste Mal so, auch eine Probe. Ich habe wirklich alles hier mitgenommen und in einem sehr, sehr schweren Rucksack und sehr großen Rucksack alles mitgenommen. Das war sehr interessant. Auch bei Tango, bei ihm im Studio und so weiter, das war auch sehr interessant, das Ganze mal mitzunehmen. Also mit einem anderen Producer, Tango. Das war auch sehr cool tatsächlich und sehr spannend. Also ich bin echt, muss ich sagen, hat echt Bock gemacht. Die Tage jetzt in Berlin haben wir einiges gehabt. Und, ja, einiges. Du hast ja auch einiges da gemacht. Ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest. Ja, habe ich sowieso schon bei Studio 71 mit dem Creators Club Workshop. Falls es einige von euch bei Instagram vielleicht schon gesehen haben. Genau, da wurde Dana jetzt nämlich noch ein bisschen vorbereitet auf die große Influencer-Welt. Oder Creator-Welt, sagen wir es mal besser so, weil es tatsächlich hier darum geht, wie man vielleicht Dinge kreativ dann eben nochmal umsetzen kann und was man vor allen Dingen alles machen kann. Und ja, ich glaube, so ein paar Plänchen hast du da schon bekommen und ein paar gute Ideen, deswegen sehr, sehr geil und wahrscheinlich nochmal Shoutout raus an Studio 71. Sehr, sehr coole Aktion auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir aber heute zu einem neuen Release, der hier, wann kam der raus? Gestern. Gestern erst? Krass, dann sind wir gar nicht so spät und zwar von ITZY mit dem Titel Icy. ITZY, Icy, it's Icy. Aha. Wir hatten ja von ITZY schon Dalla. Genau, ist auch schon länger her, ne? Ja, ist schon voll lang her wieder. Deswegen bin ich gespannt. Das war auch der einzige Song, den wir von denen gehört haben. Ja. Dalla. Bis dato, jetzt kommt Icy. Hier unten steht 23.07. Ich dachte gestern. Das ist doch noch ein paar 28. Tage. Na egal. So, auf jeden Fall fangen wir jetzt an und gucken, was wir da raushören. It's Icy. Hey, hey, hey! Yo. Ist es ein Bass? Ja, das ist ein Bass. Aber ja. Also mit Ja, genau. Ja. So. Beep, beep. Hey, 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 hey. See that I'm icy. Go, rising above. I see that I'm icy. 차갑게 보여도 어떻게 쿨하나니까 눈치 볼 마음 없어. 단단하게 let it go. Here we go. 길거리를 누비고. Background music. Ist es nicht das Setup von Justin Timberlake auch, wo das eine Musikvideo gedreht hat? Oh ja. Say Something. Ja, genau. Justin Timberlake, Say Something. Und ich glaube, da wurden schon voll viele gedreht, aber Ja, das ja. war so das Kurz letzte. danach wurde direkt auch ein Video gedreht. Ah ja. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Boah, ich auch nicht mehr. Wir hatten das auch gesehen und da ist jetzt auch direkt aufgefallen. Irgendwie hast du diesen Raum richtig gut im Auge oder dieses Gebäude. Ja, weil ich das so geil fand. Ja, aber das krass. werde ich niemals vergessen. Wenn das da hier- habe ich auch mal was vor. Das war eine Ansage. Aber krass, wie anders es aussieht, wenn das hier so beleuchtet ist. In dem Say Something wie war ja alles schwarz-weiß und dunkler. Let it go. Here we go. 길거리를 누비고. Background music이 깔려. I see bonfire. 내 안에 있는 dream 난 자신 있어. 날 봐, I'm not a liar. 너의 틀에 날 맞출 맘은 없어.
bis hierhin sehr, sehr cool, Alter. Also gerade jetzt den ersten Verse mit diesem richtig groovigen E-Bass, das ist halt so ein ne? Ja, sehr cool. Aber ich höre mal noch ein bisschen weiter rein und gucke hier. Gekleidet sind die auch schon wieder sehr, ja. Ja, auch sehr gut. Aber ich wollte gerade wieder die rosanen Haare ansprechen. Das ist einfach deine Lieblingsfarbe. Irgendwann wirst du sie auch haben, ich weiß ganz genau. Ich hatte mal eine Phase, da fand ich rosa und pink bei allem, egal was, schrecklich. Ja, ich erinnere ganz, mich. ganz schlimm. Ja. Und jetzt habe ich wieder so eine Phase, gerade liebe ich's. Und Neongelb. Neongelb? Ja. Ah ja, stimmt. Ich habe gerade gesehen, dass wir vielleicht am Anfang vom Video ein bisschen leise waren, weil ich hier noch eine andere Einstellung hatte. Nicht wundern, ich habe es jetzt gerade nachgezogen. 다들 blah blah 참말마다 난 괜찮아 계속 blah blah They keep talking I keep walking 다들 blah blah 참말마다 난 괜찮아 계속 blah blah They keep Diese Cuts schon wieder zwischen diesen ganzen Szenen mitten im Tanz, das haben wir jetzt ja schon einige Male im K-Pop gesehen, aber hier hat das ja fast andere Ausmaße, würde ich behaupten. Gerade noch mit so einem Zoom aufs Gesicht. 난 괜찮아 Und guck mal, wie so flüssig. Ja. Der ist ja nicht mal. Hä? Das sieht vor allen Dingen, wenn du es so am Stück guckst, ist, glaube ich, noch ein Frame dazwischen. Ich kann hier eigentlich auch angeblich Frame-Sprünge machen, also Bildsprünge machen, aber das ist ja kein Frame, das ist ja mehr. Nicht ganz. Also da werden die auf jeden Fall noch mit VFX gearbeitet haben, dass sie das so ein bisschen flüssiger gemacht haben. Aber auch in der Bewegung, wenn die das halt so perfekt jedes Mal gleich tanzen, sieht es halt noch krasser aus. Wahnsinn. 계속 blah blah They keep talking I keep walking Ring 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 울려 all day long 모든 날 찾느라 바빠 이 노래가 your favorite song 그렇게 될 걸 잘 알아 Hey 이 맛은 마치 딱 살얼음같이 ring ring Da sind so viele kleine, wie so Soundeffektgeräusche drin, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen verspielt auch klingen. Auch in der Hook war das auch schon drin, aber hier auch, ne? Also es sind echt ist einiges los. Ich weiß gar nicht, auf was ich zuerst hier eingehen soll gerade. Ja. 같이 ring 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 반짝이 So wie hier dieses Muip, Muip, Muip. Okay. 딱 살얼음같이 ring 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 반짝이는 거 별빛같이 Das ist immer so auf die Snare oder so ein Da bisschen ist kurz voll viel drin. vor der Snare, das Oh mega mein viel drin. Gott. Auch in der Hook gerade. Das ist ein bisschen schwierig gerade hier, das mal auseinanderzunehmen. Ich glaube, die, So. ja, so wie hier das. Ja. Witzig. 빛같이 Ja. I sing shout out to 내 엄마 Thank you to 우리 봐봐 좋은 것만 쏙 빼다 Nachher noch mit so Glitter drin. Geil. 당당하게 let it go 길거리를 누비고 Background music이 깔려 I see burn on fire 내 안에 있는 dream 난 자신 있어 널 봐, I'm not a liar 너의 틀을 날 맞출 Geiler Pre-Chorus. Oh, der Pre-Chorus ist geil, aber hier. Der löst sich halt harmonisch richtig schön hier auf. Oh, Fendi. Ja, gut, kann man machen. Das erinnert mich ein bisschen an mein Fila-Oberteil in Neongelb. Ja, sehr geil, wie sich das harmonisch hier auflöst. I see burn on fire 내 안에 Na, aber dieses Pad, das die hier die Akkorde spielt, und dann aber noch so ein wirklich, ja, sehr synthetisches oder so ein Digital-Piano-Sound, dass sie dann oben nochmal so eine kleine Melodie spielt. 내 안에 있는 dream 난 자신 있어 Wird's immer mehr? 널 봐, I'm not a liar 너의 틀을 날 맞출 맘은 없어 다들 blah blah 참말마다 난 괜찮아 계속 blah blah They keep talking I keep walking 다들 blah blah Ja, und genau das, genau. So viel. Ja, und schon von Anfang an, aber halt so Soundeffekt von, ich würde jetzt sagen, so einem Digital-Computer-Rechner-Paket oder sowas, weil da ist so und wie so ein altes Modem, wie keine Ahnung, so Leute, so, Ja, irgendwie sowas. genau, Das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber die laufen so im Hintergrund tatsächlich die ganze Zeit durch. 다들 blah blah 참말마다 난 괜찮아 계속 blah blah Ja. Und wechselt auch hier im Stereo schön von links nach rechts und wieder zurück. Also setzt da wirklich die Kopfhörer auf, es empfiehlt sich. Es müssen natürlich nicht diese sein, aber diese sind proven.
Referenzkopfhörer hier im Studio und wirklich alle Gäste, die hier waren und selbst Tengo, der ja auch Produzent ist, mit dem ich letztens ein Video gemacht habe, das könnt ihr euch vielleicht mal anschauen. Der meinte auch, diesen richtig, er meinte, wow, das klingt hier wirklich nochmal komplett anders, richtig geil. Und Sarugan, der hier auch saß, es müssen nicht diese, ich sag's ja nur, aber setzt mal die Kopfhörer auf und dann vor allem gerade diese Stereo-Sachen könnt ihr mit jedem Kopfhörer hören. Das sollte definitiv der Fall sein, nur so kleine Details kommen hier dann vielleicht nochmal besser zum Vorschein. Und da sind auch wieder diese Epic Brass-Dinger, diese ja? Die habe ich auf die. Ne. Das ist auch diese Brass-Section, diese episch, die immer so dieses wir reißen alles ab Modus immer hier anstimmen. Sind hier auch, die sind vielleicht vom Klang ein bisschen synthetischer, würde ich sagen, deswegen fällt es nicht ganz auf, dass es so eine Brass-Section ist, aber es ist definitiv. Aber es fällt nicht so sehr auf, weil die sonst immer mehr im Vordergrund sind oder relativ alleine auch mal stehen. Und da sind die schon ein bisschen mehr im Hintergrund. Oder leiser zumindest. Ja, also sie sind im Mix mehr verklebt mit dem Rest. Also die fallen jetzt nicht so krass vorne auf. Das kann aber auch sein, weil so viel anderes da noch los ist. Und die jetzt, gerne macht man das so, wenn man so eine Brass-Section hat, weil die eben frequenztechnisch und tonal so viel schon spielt und einnimmt, lässt man da meistens andere Instrumente an der Stelle weg und hat dann wie so eine kurze Pause, wo dann die Brass-Section einmal kurz ihren Epic-Shot mal kurz so wump machen darf und alles mal kurz weg ist. Hier dann spielt aber einfach alles weiter, setzt aber trotzdem immer ich glaube tatsächlich auf die 1. Ich müsste jetzt nochmal mitzählen, ich habe nicht mitgezählt. Zumindest ist es immer ein voller Schlag. Dass man da immer genau weiß, ja, müsste immer die 1 sein, genau. Silber, ne? Oh! Das ist ein Dance Break, ne? Ja. Richtig krass, weil den will ich aber nochmal sehen. Krass. Krass, ey. Das halt geht hier wirklich auch in so ein Halftime wieder rein, ne? Heftig. Aber vorher auch, ne? Also hier könnte man noch im vollen Tempo zählen, aber weil dann ist auch geil hier mit diesen Sprechblasen, ne? Habe ich auch schon gesehen. Ja, die Sprechblasen, aber ich musste gerade auf alle weil alle gefreezed sind. Im Hintergrund alle so. Ja, die sind alle gefreezed. Ja gut, bei der Dance-Performance würde ich wahrscheinlich auch so da sitzen, wenn ich live hatte. Tun wir jetzt schon fast. Auf jeden Fall kannst du dann mit der Snare, merkt man das dann auch, dass es eigentlich im halben Tempo dann ist. Ach, die haben ja echt auch so Comic-Effekt-mäßig, so wie bei Street Fighter oder so, auch im Game, Videogame-mäßig hier so Staubwolken reingemacht. Und das ist auch wieder so ein bisschen digital Sound, finde ich so. Jetzt. Der Riser. Stunde 1. Krass. Warst du das gerade? Nee. Krass. Hab ich Achso. Krass. Das ist echt ein und das ist irgendwie so etwas, das ist wie so eine Untermelodie, so eine Submelodie, die dann nochmal gespielt wird zur Hauptgesangsmelodie eigentlich. Und ich glaube, weil es so ein bisschen
tonal auch vielleicht sogar so, es fällt halt einfach auf. Es ist nichts, was so super clean und super, musst du niesen? Ja. Gesundheit. Ich musste noch nicht niesen. Ja, Deswegen aber habe ich mir die Nase. das hilft immer, wenn man vorher Gesundheit sagt. Okay. Ja, wenn das so ein bisschen vom Klang her, vom Sounddesign her so ein bisschen aufklingt, also nicht der pure Klang ist von einer Note, dann fällt das auch immer schon so ein bisschen auf und prägt sich auch schon krasser dann irgendwie ein. Also so etwas, selbst wenn es dann subtil ein bisschen im Hintergrund läuft, ist es einfach so etwas, was sich echt dann irgendwie so voll in die Synapsen reinsetzt. Ja, was man dann so unterbewusst wahrnimmt. Genau. Und nie wieder vergisst. Ja, das ist tatsächlich so. Das unterstützt das Ganze irgendwie nochmal. Das ist wie, als ob man auf einer anderen Wellenlänge, die man vielleicht nicht mal sieht oder nicht hört, funken würde und das dann aber trotzdem ankommt, ohne dass wir bewusst den Eindruck haben. Es sei denn, wir achten vielleicht speziell auf sowas. Aber wenn man das ganz normal konsumiert, ist das nicht der Fall. Also es ist schon krass gesetzt. Ey. I see that I might see. I see that I might see. Oh, geiler Move. I see that I might see. Geil. Oh mein Gott. Ey, krass, Alter. Jetzt, das war ja Wie noch... witzig, weil sie auch so einen Pulli von Iceberg an. I see that I might see. Das sieht geil aus. I see that I might see. I see that I might see. I see that I might see. Ah, sie von Iceberg. Ja, okay. Aber wie haben die das da am Ende gemacht? Nicht die Szene, sondern die anderen sind davor? hier in Slow-Mo, ne, im Hintergrund. Hast du es gesehen? Ja, deswegen. Das meinst du? I see. Weil bei den anderen ist immer wie so ein Cut dazwischen und die sind langsamer und die bewegen sich ganz normal. Wie haben die das gemacht? What the fuck? Entweder... Guck. Das ist ja wie so ein Cut dazwischen, wie die sich bewegen teilweise. I see that I might see. Ja, also entweder haben die tatsächlich das so gefilmt und es sieht tatsächlich... Es könnte wirklich sein, also dass die Mädels in einem Greenscreen das gefilmt haben und nur der Hintergrund aufgenommen wurde mit den Dance-Moves. Es kann sein, weil die Schatten sehen tatsächlich ein bisschen verdächtig aus, muss ich sagen. Oh. Die sind zwar schon angelehnt in die richtige Richtung, sage ich mal, und du musst einfach achten von den anderen. Ja, aber seitlicher bei den anderen. Der Winkel stimmt nicht zu 100%, würde ich sagen, vom Schatten. Oh. Sieht auch ein bisschen zu präzise aus. Also die haben es entweder im Greenscreen oder an derselben, man kann es auch an derselben Stelle machen und die dann nur das ausschneiden, was man letztendlich sehen würde. Aber dadurch, dass sich das hier überlagert, kann es gut sein, dass sie es im Greenscreen gedreht haben. Krass. Ja. Sieht auf jeden Fall richtig heftig Mega. aus. See that I might see. I see that I might see. Fettes Ding, Alter. Also ich finde gerade hier den Anfang natürlich mit diesem E-Bass sehr geil. Dann aber natürlich in alter K-Pop-Manier wurde da wieder das in einige andere Richtungen gezogen. Ich muss aber sagen, recht unauffällig. Also gerade dieser Bass am Anfang ist jetzt nicht so bei einer, sag ich mal, bei einer Ami-Nummer oder sowas, wird das die ganze Zeit einfach durchspielen. Dun, 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 dun. Übrigens ist dieses ne, das ist ein Vocal Chop. Ne, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es eben ein Vocal ist, der geschnitten wurde und dann eben wie so ein ja, halt schön bearbeitet und dann einzeln reingespielt. Beep, beep. Ne, selbst so Ne, und diese Vocal Chop, diese Ace, die sind hier aber auch noch drin, nur singen die jetzt im Chor noch mit drüber. Das läuft aber im Hintergrund immer noch. Stimmt. Ja. Das läuft einfach durch.
Na, ab hier ist dann eben dieser E-Bass nicht mehr drin. Ab hier ist der E-Bass nicht mehr drin. Ich glaube, vorher habe ich den noch gehört. Ja. Und was auch interessant ist, dass hier von rechts zu hören ist immer so ein das ist auch so ein Vocal, super viel Hall drauf und nur auf rechts gemischt. Ich weiß Stimmt, nicht. weil sie ja von rechts auch kommt. Ich frage, ja, genau, dachte ich auch, aber ich frage mich, ob sie, haben die das schon bedacht oder in der Produktion oder haben die das also in der Musikproduktion oder haben die das im Video dann einfach umgesetzt? Weil das ist ja krass, also das ist ja total auf 10 Leveln durchdacht. Ja, dann kommt's ja nochmal. Ja, okay, das Video ist schon krass angelehnt, genau auf die Vocals. Also haben wir wahrscheinlich in der Videoproduktion echt auf so Kleinigkeiten geachtet. Oder, ja, hier ist es jetzt keine Kleinigkeit, dieser Chor, der A singt, aber krass. Boah, dieser Pre-Chorus ist mega geil. Ja. Auch Ja, dieses... Voll. Ja, hier ist der E-Bass übrigens ja auch wieder drin. Der ist schon clever. Das geht alles so smooth. Man merkt das gar nicht so sehr, was dann dazukommt oder weggeht. So wie hier gerade 2 Abonnenten dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon wieder, kratzen wir an den 52.000 übrigens. Richtig krass, ey. Sehr schön. Auch dieses Klavier, was dann so... Das geht so richtig hoch. Ja. Geile Nummer einfach. Nicht schlecht. Krass, ich dachte wirklich erst so, mir gefällt nur der Pre-Chorus, aber jetzt, wo wir es gerade nochmal so anhören, finde ich es schon komplett geil. Ist schon echt stark, muss man schon sagen. Und jeder Part dann von den Mädels dann auch wirklich nochmal anders. Bei ihr ja dann nochmal hier. Das hatte ich ja aber schon kommentiert, eben vor allem mit diesem einen speziellen Sound, der hier im Hintergrund ist. Auch interessant, dass der kommt immer auf die Snare, manchmal aber auch so ein super kurzes Stückchen kurz davor. Auch krass. Givenchy schlappen. Ne? Ja, schönes Ding einfach. Der Rap-Part auch geil. Auch wieder Halftime, ne? Den fand ich richtig gut, den Rapper. Ja, richtig, auch so Trappy-mäßig wieder, auch sehr geil. Auch so viele kleine Soundeffekte, das ist auch sowas wie so ein... Glas? Genau. Ja. Ja, also ich würde sogar fast sagen eher Porzellan. Ohne Witz. Oh, ich will auch so ein Glitter in den Haaren haben. Kein Problem. Wirklich? I sneeze glitter. Yay! Do it! Sie. Da kann jetzt jemand genau diesen Ausschnitt rausschneiden und dann so ein Glitzer. Ja, bitte. Und das als Meme bitte. Vielen Dank. Ja. Wenn das jemand schafft. Also hier wirklich, ich könnte echt schwören, dass das Porzellan ist und nicht Glas. Echt? Ich dachte wie so ein Fenster. Aber das wäre jetzt halt schon krass, wenn man da das, genau, aber ich würde wirklich fast sagen, fast Porzellan. Hier ist ja auch der E-Bass, aber der spielt was anderes hier. Bip, 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 ja. Die ist auch richtig cool. So voll Powerfrau-mäßig. Die erinnert mich so ein bisschen irgendwie an Lucy Liu bei Charlie's Angels. Irgendwie. Ja. Saugeil. Ich finde dieser Einstieg im Pre-Chorus vor allem, weil dieses Klavier... Aber auch diese Szene, dieser Shot, wie der gefilmt ist, so von allen Seiten und so robotermäßig rein und raus und an dieser
Das ist ja auch geil. So möchte ich übrigens auch auf ein Auto steigen können. Das, was sie ja hier auch so anhat, das sieht ja auch mega geil aus. Irgendwie mit der Hose verknüpft oder nicht. Und dann ist hier aber noch eine Schnalle unten dran und so. Ja. Auch mega cool, ey. Es hat auch schon was von so einem fashionable Fight-Outfit. Ja. Deswegen, sie könnte sofort bei Charlie's Angels mitmachen, direkt. Aber ich fand auch der Shot von ihr, dass sie auch wirkt wie in so einem Videogame. Ja, wie die Fighter. Ja, oder wo so sie. Action. Ja, wo sie halt so die Heldin und gerade ihre Dance-Moves oder Fight-Moves gerade präsentiert. Ja. So ganz typisch, keine Ahnung, Tekken oder war das auch bei Mortal Kombat? Ich glaube nicht, aber bei Tekken gibt es das manchmal. War das doch. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Eben auch mit diesen, ja, ey, cool, echt cool. Hast gesehen, die haben das gesehen. Ah, wir spulen so oft vor und zurück. Aber dafür finden wir Details. Witzig, oh mein Gott, aber der Hund ist ja süß. Ja. Von ihr gab es keine Permission, dass sie im Video war. Nein. Ja, also wirklich Wahnsinnsvideo. Auch was sie hier wieder alles anhaben und wie die Mädels aussehen. Wirklich. Bitte fang nicht an damit. Oh Gott. Und auch die Wechsel, ne? Das ist echt Hammer, ey. Ich wollte gerade sagen, guck mal die Jacke und dann ist die Jacke weg. Ja. Ja, also Leute, ich denke, wir haben da einiges jetzt hier weganalysiert und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, dann lasst gerne. Video. Ja, wir sind immer noch im Video, wie ihr seht. Ich will es nur nicht schon wieder zu lang machen, weil sonst keiner Lust hat, das Video zu übersetzen. Also, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, dann lasst gerne ein Abo da. Yay! Denn wir sind schon wieder an den 52.000 dran. Wir klopfen schon an der Tür. Und ich würde sagen, guckt doch mal bei Dana vorbei. Wo ist dein Video eigentlich geblieben am Sonntag? Knock. Who's there? Wo ist dein Video eigentlich geblieben? Was ist mit deinem Video passiert? Mein Video ist leider noch nicht fertig geworden. Ich werde mich bemühen, es so schnell wie möglich fertigzustellen. Und dann werde ich es euch wissen lassen. Ja, weil sie hat nämlich was sehr, sehr Cooles gemacht. Hast du es schon angeteasert? Nein, aber ich habe es schon gesehen und es lohnt sich auf jeden Fall zu warten, würde ich sagen. Wirklich, ich habe selber schon drauf gewartet, es zu sehen, weil sie mir jedes Mal davon, wenn sie es hat und weil sie es jetzt hat und was da alles reinpasst und wie es geht und worauf sie da achtet und was das Besondere dran ist und so. Also es ist wirklich was Cooles für alle, die an Beauty interessiert sind. Vor allen Dingen, deswegen abonniert schon mal auf jeden Fall bei Dana. Und verpasst nicht das Video, das dann hoffentlich die Tage dann jetzt kommt. Ja. Sie war auch ein bisschen Ich muss nur noch ein verhindert. paar Kleinigkeiten machen, aber ich habe es echt nicht geschafft, weil ich von morgens bis abends An diesem Workshop bei dem Workshop war. Dafür und, hast du vielleicht viel in dem Workshop gelernt und dafür wird das Video jetzt noch besser. Deswegen. Vielleicht das nächste. Ja. Gut, also vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.